to move until you finish. Hast du den Zettel noch angeguckt? Testing. Test. Kopfhörer an. Also nächste Pause für dich kein Einsatz. Okay, Testing. Test. Ja. I've been asked a question. I'm just trying to find the answer to the question. That's what the delay is. Mir wurde eine Frage gestellt und deswegen haben wir noch ein bisschen im Verzug. Ich versuche das Zitat zu finden. Sicher zu filmen. Ja. Should I already film? Kann man ja irgendwann wegkriegen. Ready? Should we pray? Lasst uns beten. Amen. Amen. In our last presentation, In unserer letzten Präsentation we were looking at Daniel 11, verse 14. haben wir Daniel 11, Vers 40 betrachtet. And we saw Und wir haben gesehen, that the approach that this movement has taken, dass diese Herangehensweise, die Bewegung in diesem Vers hatte, whether individual priests in this movement realize it or not, ob es jetzt individuelle Priester in dieser Bewegung erkennen oder nicht, is one of repeat and enlarge technique. ist, dass es die Technik der Wiederholung und der Erweiterung ist. If you go to Revelation, the book itself, Wenn man zu dem Buch Offenbarung selber geht, and you look at 3 chapters, chapter 12, 13, and 17, wenn man 3 Kapitel betrachtet, Kapitel 12, 13 und 17, you'll see that there's a symbol of an animal that's represented. da sieht man ein Symbol eines Tieres, was dort repräsentiert wird. It's described differently in each of those chapters. Und es wird in jedem dieser Kapitel unterschiedlich beschrieben. We had the information here on the board, Wir haben hier diese Information auf dem Whiteboard, but I just want to go to the 1843 chart. aber ich möchte hier einfach zur 1843er Karte gehen. On this chart, Und auf dieser you Karte can see those same beast powers. kann man die gleichen Tiermächte sehen. So you can see a central column here Also hier sieht man einen zentralen Zeitstrahl hier with dates. mit Daten Everything to the left und alles links is Daniel. ist Daniel. The information to the right Und is die Revelation. Information zur Rechten ist Offenbarung. So that's the structure of the 1843 chart.
Das, Daniel and Revelation with a central column dividing them. das ist die Struktur der 843er Karte, dann und Offenbarung, die mit diesem mittleren Kolumn der Säule. Hm? Die mittlere Säule. mittleren Säule geteilt wird. And you can see that there are three animals here. 1, 2, 3. Und wir sehen hier 3 Tiere. 1, 2, 3. These three animals Und diese 3 Tiere are the same animals that we put here on sind the die board. gleichen Tiere, die wir auch hier an die Whiteboard gemacht We haben. had animal 1, 2, and 3. Tier 1, 2 und 3. In chapter 12, In Kapitel 12 it's this red dragon ist es dieser Drache, called the serpent, der die Schlange, Satan, Satan the devil. und der Teufel genannt wird. In Revelation 13, In Offenbarung 13 it's this composite beast ist es dieses komplexe Tier, that we'll just call a leopard beast. welches wir das Leopardentier And nennen. in chapter 17 here, In Kapitel 17 hier it's a scarlet or red colored beast. ist es ein scharlachrotes Tier. Even though they look different, Auch wenn sie unterschiedlich ausschauen even though the coloration is different, und auch die Farbe anders ist, what makes them the same was sie das zum Gleichen macht, is the number of heads ist die Nummer der Köpfe, Anzahl der Köpfe and the number of horns. und die Anzahl der Hörner. 7 heads, 10 horns. Die 7 Köpfe und 10 Hörner. And we haven't discussed what they represent. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, was diese repräsentieren. Now, on this chart, Auf dieser Karte nun, it says that dragon da heißt es, dass dieser Drache is pagan Rome. ist das heidnische Rom. You read that. Das kann man hier lesen. But the verse itself says it's Satan. Aber der Vers selber sagt, dass es Satan ist. So the Millerites made an application to say that was pagan Rome. Also die Milleriten haben ja eine Anwendung vorgenommen, um zu sagen, dass es heidnische Rom ist. When it comes to Revelation 13, Wenn wir zur Offenbarung 13 kommen, they decided to call this papal Rome. da haben sie sich entschieden, dass es päpstlich Rom zu nennen. And then in Revelation 17, they also call this papal Rome. Und in Offenbarung 17 nennen sie das auch das päpstliche Rom. But the description Aber die Beschreibung in 17 in 17 doesn't distinguish between the beast and the woman. macht hier keinen Unterschied zwischen dem Tier und der Frau. And I suggested Und ich habe vorgeschlagen, when you start using repeat and enlarge correctly, dass wenn man die Wiederholung und Erweiterung richtig vornimmt, I guess when I say correctly, wenn ich sage richtig, I mean when you do it accurately, da meine ich damit, dass man es akkurat macht. you find that the beast Man sieht, dass das Tier is actually state power, jetzt eigentlich eine Staatsmacht ist, not church. nicht die Kirche. And because both the pioneers and Ellen White say that this beast is the papacy, Und weil Ellen White und die Pioniere beide sagen, dass das das Papsttum ist, what Adventists try to do was die Adventisten dann versuchen zu tun, is try to change the definition of what the papacy is. ist die Definition von dem, was das Papsttum ist, zu ändern. They try to make it a monarchy, or they say it really is a government. Sie versuchen, es hier zu einer Monarchie zu verändern oder sagen, ja, es ist ja eigentlich eine Staatsmacht. And this lack of clarity, Und die fehlende Klarheit, I think, has caused us many problems. denke ich, hat uns viele Probleme verursacht. So, whilst the pioneers and Ellen White say that it's the papacy, Auch wenn die Pioniere und Ellen White sagen, dass es das Papsttum ist, I think that's not an accurate representation of what that beast is. so denke ich, dass es nicht eine akkurate Repräsentation davon ist, was dieses Tier ist. But the way they use that term papacy Aber die Art und Weise, wie diesen Begriff benutzen, Papsttum, is in a colloquial way, which means in a loose fashion, not accurate. ist sehr so lose genannt, nicht wirklich sehr akkurat. So, someone asked a question. Jemand hat eine Frage gestellt. They asked, where would we find the quote that states the beast in Revelation 13, verse 3
it's actually the beast in 13 verse 1, is a state power. Also hier wurde eine Frage gestellt, wo es heißt, wo würden wir denn finden, ein Zitat finden, wo wir sehen, dass in Offenbarung 13, Vers 3, eigentlich ist Vers 1, dass wir sehen, dass dieses Tier eine Staatsmacht ist. So, just want to read that quote. Ich möchte einfach nur, dass wir dieses Zitat lesen. It's found in a couple of places, Und es wird in unterschiedlichen Orten gefunden. but we'll read it from the book called Spirit of Prophecy, Volume 4. Aber wir werden es von diesem Buch Spirit of Prophecy Band 4 lesen. This was written in 1884. I'll give you the code. Also es wurde 1884 geschrieben. It's 4SP Es ist 4 SP 276. 276 im Englischen. We'll put it here. Wir markieren es hier. 4SP 276. Also 4 SP Seite 276. It actually comes from an earlier. Und es kommt hier von einem früheren. No, this is the first mention of it. Also das ist die erste Erwähnung. It's also mentioned in the Signs of the Times, but they're later documents. Also es wurde auch in Signs of the Times erwähnt, aber das ist ein späteres Dokument. Yes. In the book of Revelation, In dem Buch der Offenbarung under the symbols of a great red dragon, werden unter dem Symbol eines großen roten Drachens, which is Revelation 12, welches Offenbarung 12 ist, a leopard-like beast. eines Leopardenähnliches Tieres, If you go to Revelation 13, geht dann jetzt zur Offenbarung Kapitel 13 that's quoting verse 2. und das ist dann dort Vers 2. Verse 2, it says, and the beast which I saw was like unto a leopard. Und da heißt es, und das Tier, das ich sage, nicht ein Panther oder auch im Englischen Leoparden. Here she says a leopard-like beast. Also er meint, sagt hier ein Leopardenähnliches Tier. And a beast with lamb-like horns. Und eines Tieres mit lammähnlichen Hörnern. That's 13:11. Und das ist Offenbarung 13, Vers 11. So there are 3 beasts or animals. Also da gibt es 3 Tiere oder Biester. A dragon, Ein Drache, a leopard, ein Leopard and a lamb. und ein Lamm. She says, Und sie sagt hier, under these symbols also unter diesem Symbol are brought to view those earthly governments werden jene irdischen Regierungen vorgestellt, which are especially engaged in trampling upon God's law and persecuting his people. die besonders damit beschäftigt sind, Gottes Gesetz mit den Füßen zu treten und sein Volk zu verfolgen. So the great red dragon Also der große rote Drache is an earthly government ist eine irdische Regierung, that especially persecutes God's people. die besonders Gottes Volk verfolgt. The leopard beast Das Leopardenähnliches Tier is an earthly government ist eine irdische Regierung, that especially persecutes God's people. die besonders Gottes Volk verfolgt. And what I want us to note Und was ich möchte, dass wir hier sehen, is the lamb-like beast, dass das lammähnliche Tier, we understand to be the United States, wo wir verstehen, dass das die Vereinigten Staaten sind, is an earthly government ist eine irdische Regierung, that is especially engaged in persecuting God's people. die besonders damit beschäftigt ist, Gottes Volk zu verfolgen. You remember, Wenn ihr euch daran it's not erinnert, just persecuting the people, it's also stamping upon the law. es geht ja nicht darum, nur das Gottes Volk zu verfolgen, sondern dass es auch das Gesetz mit Füßen tritt. So that's the quote Das ist jetzt dieses Zitat, that demonstrates that these beasts welches demonstriert, dass diese Tiere are actually eigentlich earthly governments, irdische Regierungen sind, not state power, not church power. nicht eine Kirchenmacht. Therefore, the leopard beast of 13 is technically not the papacy. Und deswegen ist dieses Leopardenähnliche Tier in Offenbarung 13 nicht das Papsttum. So that's the Spirit of Prophecy quote. Also das ist ein Zitat der Geist der Weissagung.
We could also look at the symbology and go to Daniel 7, Wir können auch die Symbolik betrachten und dann zu Daniel Kapitel 7 gehen. because the beast of 13 Denn das Tier aus 13 has all the characteristics of the animals of Daniel 7. hat die ganzen Charaktereigenschaften von diesem Tier aus Daniel Kapitel 7. If you go to the next paragraph, Geht man zum nächsten Paragraphen, she says the following. sagt sie Folgendes. Through the great powers controlled by paganism and the papacy, symbolized by the dragon and the leopard-like beast, Satan for many centuries destroyed God's faithful witnesses. Durch die vom Heidentum und Papsttum beherrschten Großmächte, symbolisiert durch den Drachen und das leopardenähnliche Tier, zerstörte Satan viele Jahrhunderte lang Gottes treue Zeugen. Under the dominion of Rome, Unter der Herrschaft Roms they were tortured and slain for more than 1,000 years, wurden sie mehr als 1000 Jahre gefoltert und getötet. after which time Aber nach dieser Zeit the papacy had its power or its strength taken from it. wurde die Stärke und die Macht des Papsttums ihm weggenommen. And it was forced to stop persecution. Und es wurde gezwungen, die Verfolgung einzustellen. And this is why Ellen White says Und das ist, warum Ellen White sagt, the leopard-like beast dass das das leopardenähnliche Tier is a symbol of those earthly governments that especially do a work. dass diese dass es ein Symbol der irdischen Regierungen sind, die ein spezielles Werk tun. They especially do a work against God, Sie tun ein spezielles Werk gegen Gott. bringing down his law and his people. Sie bringen sein Gesetz und sein Volk hernieder oder treten es nieder. So hopefully that answers that question. Also ich hoffe, dass du diese Frage beantworten. We can do it through the quote, Wir können es hier durch diese Zitat sehen, 4SP. PSP. We can also do it by proof texting all of those symbols and seeing that they are represented in Daniel 7. Aber wir können auch die Belegtextmethode anwenden und wir sehen hier, dass diese ganzen Eigenschaften da in 7 auch gefunden werden. And those powers in Daniel 7 are all state powers. Und die Mächte in Daniel Kapitel 7 sind alle Staatsmächte. So what we've done Also was wir getan haben, is we have looked at Revelation 13 dass wir Offenbarung 13 betrachtet haben and 17, und auch Kapitel 17. and we've looked at 3 verses, verse 3, verse 8, verse 11, and broken them into 2 parts. Und wir haben Verse 3, 11 und 8 hier betrachtet und wir haben sie in 2 Teile geteilt. And then we take Revelation 13 Und dann nehmen wir Offenbarung Kapitel and 13 we see we say it's a repeat and enlarge of verse 40. und wir sagen, dass es eine Wiederholung und Erweiterung von Vers 40 ist. So when we do that, Und wenn wir dies tun, we create this split in this verse. dann kreieren wir diese Teilung in diesem Vers. The split is not naturally there. Diese Teilung ist da nicht natürlich gesehen vorhanden. We construct that. Wir tun das uns konstruieren. It was never constructed in the book of Revelation. In dem Buch Offenbarung war das so nicht. It was given to us. Es wurde uns gegeben. But in the book of Daniel, we did construct that. Aber in dem Buch Daniel, da haben wir es konstruiert. And then later, Und später we would look at verse 40 haben wir Vers 40 betrachtet and we would say that this was a chiasm. und wir haben gesagt, das ist ein Chiasmus. The way we would lay out this chiasm Und in der Art und Weise, wie wir diesen Chiasmus aufzeigen würden, if we were to call this A, B, wenn wir das A und B hier nennen würden and we'd call the second part B, A. und den zweiten Teil würden wir dann B, A nennen. And in a classic chiasm, Und in meinem klassischen Chiasmus you'd see that these balance one another out. sehen wir, wie diese einander ausgleichen. And in fact, Und sogar I would often draw a chiasm as this balance. würde ich einen Chiasmus wie eine Waage hier aus oder eine Wippe aufzeichnen.
You can see how these two balance one another. Und wir können sehen, wie diese einander ausgleichen. Now, the beauty of doing a chiasm like this Nun, die Schönheit, wenn man so einen Chiasmus macht, is it can teach you things. ist, dass es uns Dinge lernen kann. And that's what we did with verse 40. Und das ist, was wir mit Vers 40 gemacht haben. We saw Wir haben gesehen, that there are three entities, dass es da 3 Einheiten gibt. south, him, and north. Süden, und der Norden. And because we'd seen, Und weil wir hier gesehen haben, or I should say, because we projected Revelation onto this verse, und weil wir die Offenbarung hier mit diesem Vers gelegt haben, and we saw und wir gesehen haben, that in the book of Revelation, dass in dem Buch Offenbarung, verse 3, verse 8, verse 11, Vers 3, Vers 11 und Vers 8, and we did speak about this. wir haben darüber gesprochen, Go to verse 8, geht zu Vers 8, Revelation 17. in Kapitel 17, I asked a question. da habe ich eine Frage gestellt. No, I asked it in verse 11. Entschuldigung, ich habe es in Vers 11 gefragt. And the beast that was and is not, even. Und das Tier, das war nicht und ist sogar derselbe im Englischen. It says he. Da heißt es er, im Deutschen ist es ist. I asked who the he was. Und ich habe gefragt, wer ist dieser er? And everyone said, Und jeder hat gesagt, who's the he? wer ist das er, dieses ist? In the verse, In dem Vers, the beast. it's the beast. Es ist das Tier. It's clear to see that the he is the beast. Man kann deutlich sehen, wie das er oder dieses ist ein Tier ist. At Dieses least Tier. I'm hoping it's clear. Ich hoffe, dass es klar ist. The reason why that becomes important, Und der Grund, warum das wichtig wird, maybe we'll look at chapter 13 too. vielleicht müssen wir uns auch Kapitel 13 noch anschauen. Verse 3. Vers 3. I saw one of his heads as it was wounded to death. Ich habe gesehen und seiner Köpfe wie zu Tode verwundet. And then it says his. Und dann sagt es seins, Who is the his? also seine. Wer ist denn seine? Second his in the verse. Dieses zweite seine in diesem Vers. Which verse? 13:3. Das ist Kapitel 13, Vers 3. So the second his in verse 3 Also dieses zweite seine in Vers 3 is the same his ist das gleiche seine of the first part of the verse, von dem ersten Teil des Vers. and that his, Und dieses seine, I saw one of his heads. ich sah eine seiner Köpfe. Who is that his? Wer ist denn dieser seiner Köpfe? Dieses seine, was ist das? Von wem ist es? It's the beast of verse 2. Es ist das Tier von Vers 2. So if you go to verse 3, it Wenn wir jetzt zu Vers 3 gehen, says, I saw one of the beast's head das heißt, ich sah eine der Köpfe des Tieres, receive death, welches zu Tode verwundet wurde. and one of his, Und eine seiner, which is the beast. welches das Tier wieder ist. So we could go to verse 8 and you'd see the same. Also man könnte zu Vers 8 gehen und sieht dort genau das Gleiche. How many subjects are being dealt with in this verse as you go from part A to part B? Wenn man jetzt von Teil A zu B geht, wie viele Teile werden oder Themen werden hier gehandhabt? How many entities, how many things? Wie viele Einheiten, wie viele Dinge? 2. 2. It says his wound, it said he received a wound. Sagt, ihm wurde die Wunde zugefügt And who got healed? und wer wurde geheilt? Who got healed? Wer wurde geheilt? The same one? Die gleiche? The one who got the wound got the heal. Derjenige, der verwundet wurde, wurde auch geheilt. So how many entities? The same beast.
Also wie viele Einheiten? Just one. Also einfach nur eine Einheit. So these verses, Also diese Verse, who said one? they just said, Who's that? Natalie said one, and others said the beast, the same. Okay, so Sister Natalie said it's one entity. Also Schwester Natalie hat gesagt, es ist ein Tier. So I'm going to call it one power. Entschuldigung, eine Einheit, eine Macht. Some people said it was one beast, and someone said it was one thing, one entity. Also jemand hat gesagt, es ist eine Einheit und die anderen haben gesagt, eine Biest oder das gleiche Tier. So this is all about one power. Also hier geht es darum, dass es alles eine Macht ist. And then we take this Und dann nehmen wir das and we project it onto verse 40. und legen das über Vers 40 drüber. So when we do that, Und wenn wir das tun, then we begin to say dann fangen wir an zu sagen, that verse 40 is the story about how many entities. dass Vers 40 über wie viele Einheiten gibt es in diesem Vers. It's repeating and large. Weil es Wiederholung und Erweiterung ist. One, Dass es nur eine gibt. there's an entity that's being referred to in verse 40. Sorry. There's an entity that's being referred to in verse 40 Also in Vers 40 gibt es eine Einheit, auf die man sich dort bezieht, that goes from what to what? die von was zu was geht. From death Vom Tod, from death to life. vom Tod zum Leben. So if you do that in Revelation Wenn man das in Offenbarung auch so macht and you bring it to Daniel 11, und man es dann auf Daniel 11 hinbezieht, the first part of the verse, der erste Teil des Verses, the king of the south der König des Südens, shall push against him. der gegen ihn drücken oder kämpfen soll, All you need to do is look up the word push da muss man einfach nur dieses Wort kämpfen nachschauen and you'd find out that it means what. und da sieht man dann, was bedeutet das. But Wolfgang, can you give us the Hebrew coding? I'm the youngest student. I know. Oder Wolfgang, kannst du uns das hebräische Kodierung dafür geben? So we're in our class, we've been learning how to use some of the software. Also in unseren Unterrichtsstunden haben wir gelernt, wie wir ein bisschen mit diesen Software umgehen können. So we're in an Apple MacBook Also wir sind in einem Apple MacBook and we're in eSword und wir sind da in eSword and we're going to go to Bible, und wir gehen da jetzt zu der Bibel and towards the right hand side there's a drop down box with an arrow on it, und rechts gibt es so ein Kästchen, wo man auf einen Pfeil, der nach unten geht, drücken kann. we'll press the arrow Und wir pressen oder drücken dann diesen Pfeil. and it should say KJV plus. Und da sollte es eigentlich KJV Plus heißen. We'll click that Und das tun wir dann anklicken. and then we'll notice that the Bible has all the Strong's coding on it. Und dann sehen wir, dass die Bibel dann diese ganzen Strong's-Kodierungen hat. And then we'll go to Daniel 11 verse 40 Und dann gehen wir zu Daniel 11, Vers 40. and we'll look at the word push. Und dann schauen wir das Wort Push And the oder word drücken push is this arrow here. an. Und dieser Pfeil hier tut dieses Wort Push widerspiegeln. And the number is 50-55 H. 50-55. Also es H50, 55. Yes? Hebrew, H 50-55. Also H, Hebräisch, 50, 55. And then we click that, Und dann schauen wir das, klicken das an. and in the Mac version, Und in der Mac-Version you'll get a pop-up window kommt das so ein Fenster auf. that will have 3 elements to it. Und da gibt es 3 Elemente. KJC, Die KJC, which is a concordance, welches ein Konkordanz ist. and then Strong's and Brown Driver Briggs. Und dann haben wir noch Strongs und die Brown Driver Briggs Version. And then we want to just look at the definition. Und dann wollen wir einfach uns diese Definition anschauen. So I want a very simple definition of the word push. Also ich möchte eine ganz einfache Definition von diesem Wort Push oder ja. And it's not just, it's what you saying, Sister Esther? Zusammenstoßen. To like when headbutt. Yes. It can mean to headbutt. I think it can also mean to gore or to scratch someone with take a chunk of their flesh out. Fast.
Also es kann auch bedeuten, dass man wie so ein Fleischstück aus jemandem It herauszieht can mean to thrust. oder durchbohren, aufspießen, Rein. rein. So we looked at the three. We've got to push, Also wir haben hier, dass man so pusht, to thrust someone, drängt and to gore. und jemanden durchdrängt, also durchspießt. And to gore is like when an animal with big claws wouldn't just scratch you, it would carve out something from your face or your body. Und was das bedeutet, ist auch, wenn man so ein großes Tier hat, welches so lange Krallen hat und dann nicht einfach nur kratzt, sondern so eindringt und wie so Fleisch herauszieht. It would produce a deep wound. Es würde eine tiefe Wunde produzieren. Like someone, if you were in a knife fight and they cut you, it would be a deep gash, a deep wound. That's what a gore is. Und was auch dieses Rohr durch das Durchdringen ist, ist auch, wenn man zum Beispiel ein Messerstecherei hat und wenn man dann mit dem Messer so einen verletzt, das ist eine tiefe Wunde. Sometimes it might be their teeth and they will take a chunk of you out. That would be a gore. Manchmal ist es auch, wenn man so mit einem Biss da beißt und Fleisch rauszieht, das ist auch dieses Durchdringen. And in Brown Driver Briggs, if we went to 1C, Also in Brown Briggs, wenn man da zu 1C geht, it would say da wird es auch sagen, to engage in war. am Krieg teilzuhaben. So the king of the south is at war with him. Der König des Südens ist im Krieg mit ihm. Elisa says also war against. Mine also mentions the use of horns. So Sister Alyssa says the use of horns. Schwester Elisa sagt, der Gebrauch von Hörnern. So if you gored someone, you would headbutt them with your horns. Also wenn man jetzt jemanden da durchdringt, dann tut man da so die Hörner reinstecken. And you produce, I guess, a puncture wound. Und das wäre dann eine punktuale Wunde. And because we have this idea of wound, Und weil wir diese Idee über diese Wunde haben, we know we're seeing the same thing here, deadly wound. dann sehen wir das gleiche auch hier, die tödliche Wunde. And if this is the wound, Und wenn das die Wunde ist, who is giving the wound? wer gibt denn die Wunde? King of the South is giving the wound Der König des Südens gibt die Wunde to him. zu ihm. So who's the subject of this verse? Und wer ist denn dieses Thema dieses Verses? Because we said here, Denn wir haben gesagt, it's about one power. es geht hier um eine Macht. So who's the subject here? Und wer ist denn das Thema hier? What's the theme of the verse? Was ist denn das Thema dieses Verses? This one Das hier or this one? oder das hier? South or him? Der König des Südens oder er? Must be him, Es muss er sein, because in this story, denn in dieser Geschichte, who receives the wound? wer erhält denn diese Wunde? It would be the him. Es wäre auch wieder dieses er. In 13, In 13, how does he receive the wound? wie erhält er denn diese Wunde? How does he receive the wound here? Wie erhält er diese Wunde? It doesn't tell you. Er sagt es uns nicht. So in Daniel 11, it tells you. In Daniel Kapitel 11, da wird es uns gesagt. In Revelation, it doesn't tell you. Aber in Vers 11 in Offenbarung wird es uns nicht gesagt. In fact, in 17, In Kapitel 17, it almost looks like he just died of old age. da schaut es fast so aus, dass er einfach stirbt, weil er alt ist. There's no wound, Da gibt es keine Wunde. just said he was alive, Er sagt, er ist hier gestorben. and then he died. Entschuldigung, er war am Leben und ist dann gestorben. Doesn't even tell you how he died. Es sagt dir noch nicht mal, wie er gestorben ist. 13 tells you how he died. In Kapitel 13 hat es uns gezeigt, wie er He gestorben was ist. wounded. Er war verwundet. Daniel 11 In Daniel Kapitel 11 tells you who inflicted the wound. wird uns gesagt, wer diese Wunde ihm zugefügt hat. The South. Der Süden. So, Also, that's the case. wenn das so ist, We can have an arrow können wir hier einen Pfeil haben, that goes through the verse, der durch diesen Vers hindurchgeht. and this arrow symbolizes what? Und dieser Pfeil tut dann was darstellen? One power. Eine Macht. And who is the power? Und wer ist denn diese Macht? Don't make applications. Keine Anwendung machen.
Don't make applications. Who is the power? Who's the king of the south? König des Südens. Remember, the him is the one that has the wound, not the south. Der hat die Wunde, nicht der König des Südens. So the power here must be, Also die Macht muss hier was sein? has to be the him. Muss es ihn sein. Melissa says beast. Someone says king of the north. And Roy says him. Who said king of the north? Blessing, Sasha, and Noni. Okay, so Brother Blessing says it's the king of the north, Also Bruder Blessing sagt, es ist der König des Nordens. but we're only at part A, Aber wir sind hier ja nur in Teil A. and there's no king of the north here yet. Und da gibt es ja noch keinen König des Nordens. So it has to be the him. Also muss es dieses sein. That would be the power. Das wäre diese Macht. If we're going to repeat and enlarge from Revelation. Wenn wir hier wiederholen und erweitern wollen, wenn wir die Offenbarung hier wiederholen und erweitern wollen. We went this way, Wir sind so hochgegangen, Revelation to Daniel. von der Offenbarung zu Daniel. If we went from Daniel to Revelation, Wenn wir von Daniel zur Offenbarung gegangen wären, if we did that, wenn wir das getan hätten, no, let's go from Revelation to Revelation. lass uns erstmal von Offenbarung zu Offenbarung gehen. 17 17, says he just died. da heißt es einfach, er stirbt. How did he die? Wie ist er gestorben? He died with a wound. Er ist mit einer Wunde gestorben. So we'll put wound in here. Also wir markieren jetzt hier die Wunde We get that from this one. und wir bekommen das hier aus diesem Vers. So going down. Also wir gehen runter And then, und dann, who wounded him? wer hat ihn denn verwundet? Doesn't tell you here. Es wird uns hier nicht gesagt, You have to go to here. sondern man muss hier hingehen. And so we have King of the South. Also hätte man dann hier den König des Südens. All of this in red All das hier in Rot is missing in chapter 17. wird uns nicht in Kapitel 17 gegeben. In chapter 13, In Kapitel 13 we would have King of the South. hätten wir den König des Südens. The wound is already there. Die Wunde ist bereits hier vorhanden. So wound, Also die Wunde, which is wound, welches hier die Wunde is what? ist was? Age 50-55. Es ist H5055. Is this gore that he got? Also es ist dieses Durchdrängen, das er bekommt. This thrust that he got with this horn? Dieses Durchdrängen, Stoßen von diesen Hörnern. If we do this repeat and enlarge technique, Wenn wir diese Wiederholung und Erweiterung Technik anwenden, then dann, if it's this singular power, wenn es eine singuläre Macht ist, now if we were to say, wenn wir sagen würden, we know wir wissen, what a ship, a chariot and a horseman are, was Schiffe, Wagen und Reiter sind, say if we know what that means. sagen wir mal, wir wissen, was das bedeutet. This is cheating, of course, Das ist natürlich Schummeln, because we don't know what they mean. weil wir wissen es natürlich nicht, was es But we ist. can go to other Bible verses Aber wir können zu anderen Bibelversen gehen and we can see what they mean. und wir können sehen, was diese bedeuten. So we'll say that they mean strength, Also wir sagen, dass sie Stärke bedeuten, military and economic. militärisch, auch wirtschaftlich. But it's strength. Aber es ist Stärke. And what I want us to see is who has the strength? Und ich möchte, dass wir sehen, wer diese Stärke hat. Is it this one, Ist es diese, the north, der Norden or the him? oder der Er? Who has the strength? Wer hat denn die Stärke? South. We're already in this part of the verse now. Wir sind in B. diesem Teil des Verses jetzt. The north. This north one has the strength. King of the North, wie gesagt. Good. Ja, es ist der König des Nordens. It said Es sagt, push. pushen, stoßen. What's the Hebrew word here, Brother Wolfgang? Was ist das hebräische Wort denn hier? Just tell me the Hebrew word, not the English one. Nenn mir einfach nur das hebräische Wort. Yeah, Don't tell me just the Hebrew word, not the English. Don't tell me the English word. Give me the number. Gib mir diese from which Nummer. word? I'm not telling you the word. You tell me the number. Ich nenne dir jetzt nicht das Wort, ich möchte einfach von dir eine Nummer haben. I want to know if you can find the word. 44, 28. 44, Also 44, 28. The king. 28. So you've put 44, 28. It's the king. 44, 28 ist hier der König.
So in part A, Also in Teil A it said the king sagt es hier, der König, did something der hat etwas getan to him. zu ihm. King does something to him. Der König tut etwas ihm an. So now we're saying this is a repeat and enlarge. Und jetzt sagen wir, das ist eine Wiederholung, eine Erweiterung. So the king, Und der König, what would this be? was wäre dieser Teil hier? Does something Tut das, to him. etwas ihm gegen The an. south does something to him. The north does something to him. Der Süden tut ihm etwas an und der Norden tut ihm etwas an. So that's enough time for people to tell me what that number is. I don't. A question. Okay. Is this the number of the king of the north or the The number? number. The number. Die Nummer, I'm not telling you what it's for. That's what I don't want to do. I want you to tell me what the number is. ich möchte, dass du mir sagst, was die Nummer ist. I want us to know if we're reading correctly. Ich möchte wissen, ob wir korrekt lesen. Does anybody give me other numbers? Just the numbers. A couple people have said H8175. 8175. Any other numbers? Natalie has said 6828. 6828. That was so far. Okay, so we've got three numbers. Also wir haben jetzt 3 Nummern. So people are reading differently. Also wir sehen, dass Leute unterschiedlich lesen. So let's give the answer then. Lasst uns hier dann jetzt die Antwort geben. Hopefully we'll all be in agreement. Und ich hoffe, dass wir dann uns alle einig sind. The king of the north, Der König des Nordens, here it is, the north, der Norden, will do what? wird was tun. Come against him. Soll gegen ihn kommen. So either people have chosen come against. Also entweder haben die Leute gegen ihn kommen gewählt. So what is come against? Und dieses gegen ihn kommen ist was? Give us the number, sister. Elena. 81. So 8175 Also 8175 ist die Nummer dafür. is come against. Ist dieses gegen ihn kommen. And then it says Und dann like. heißt es wie. Like means what? Und dieses wie bedeutet was? It means the same thing. Es bedeutet das Gleiche. So come against Also dieses gegen ihn kommen is like what? ist wie. Like a whirlwind. Es ist wie ein Wirbelsturm. And whirlwind is which number? Und dieser Wirbelsturm ist welche Nummer? 8175. No, 59. Yeah, people say two. 59. 5921. So now we had 4. Jetzt haben wir 4. Whirlwind. So tell me what 6828 is. 6828. Which one? Someone told me 6828. You told me 68. Yeah, I'm looking at it. This is north. That's the one. That's north. And what's 4428? That's king. King. Also dieses 68, 28 ist der Norden und 44, 28 ist der König. So hopefully we can see that 4428 and 6828 are not the right answers. Also ich hoffe, wir können sehen, dass 44, 28 und 68, 28 nicht das Richtige ist. We were looking Wir betrachten for the arrow word, das Wort, das den Pfeil darstellt, just like we looked for the arrow word here. wie wir auch hier für diesen Pfeil, das Wort in den Pfeil darstellt. South arrow him. Süden Pfeil ihm. South push him. Süden kämpft gegen ihn. 55, 50, 55. 50, 55. North arrow him, north push him. Norden Pfeil also Norden kämpft gegen ihn. But it doesn't say push. Aber es sagt hier nicht dieses Pushen. It says come against. Das heißt hier gegen ihn kommen. And then it said Und dann sagt come against gegen ihn kommen equals ist gleich whirlwind. dieser Wirbelsturm. So this was wrong and this was wrong. Also war das und das hier jeweils falsch. I'm going to rub them out. Also ich werde sie jetzt hier auswischen. So if you had 8175 or 5921, they would have been the correct answers. Also wenn man jetzt hier 81, 75 oder 59, 21 hat, dann wären das die richtigen Antworten So gewesen. let's have a quick look what they mean. Also schauen wir, was
sie bedeutet? 81 is not in the verse. I cannot find it. Okay, so we have 8175. Yeah, So let me have a quick look. come again still. Also lass mich das schnell hier schauen. You can see it, it's all good. Yeah. It's all good then? Yeah. Okay. Actually, 8175 is the storm. And the second one is this. Whirlwind. So 8175 is the whirlwind. Also 8175 ist der Sturm. No, come against. There are two H numbers. Yes. So come against him like a whirlwind. Also gegen ihn kommt wie ein Wirbelwind. All of that is two Hebrew words. Ist, Okay. dass es zwei hebräische Wörter sind. So it's not so straightforward to say which one is which. Also es ist nicht so gerade heraus jetzt zu sagen, welches Wort welches ist. 81, 81, 75 75 says a storm that sweeps away, ist ein Sturm, der über ihn wegfegt. a tempestuous storm. Also es ist ein schlimmer Sturm. And 59:21 Und 59, 21 gives the idea of being on top of you, gibt es so diese Idee, über dir zu sein, so drüber zu sein. or it's towards you. Oder gegen dich. So the come against Also dieses gegen ihn is 59:21. It should be the other way round. 59, 21. Das sollte genau andersrum sein. So this should be 59:21. Also das sollte 59, 21 sein. And this would be 81:75. Und das ist 81, 75. 75. Should be the other way round. Troy. Yeah. Brother Troy did it this way, but this is. So hopefully we all see how the Hebrew words are working. Also ich hoffe, dass wir das jetzt sehen können, wie die hebräischen Wörter funktionieren. So in the original, Also im ursprünglichen oder ja, Original it would say würde es sagen, not come against. nicht, dass es dagegen geht, It would say that the whirlwind comes, sondern es würde sagen, dass dieser Wirbelsturm kommt or that the whirlwind oder, is targeted at him. oder dass dieser Wirbelsturm auf ihn abgerichtet ist. So if a whirlwind is targeted at you, Also wenn ein Wirbelwind auf dich abgezielt ist, we didn't look at all the symbology of the whirlwind, but it's severe. aber wir haben jetzt nicht die ganze Symbolik dieses Wirbelsturms betrachtet, aber wir wissen, dass es schlimm ist. There's a severe storm that comes against you. Es ist ein ernster Sturm, der auf dich zukommt. And this severe storm Und dieser ernste Sturm, that comes against him der gegen ihn ankommt, is the chariots, ships, and horsemen. ist diese Wagen, Schiffe und Reiter. So there's this wound that this person receives, this power. Also da ist diese Wunde, die diese Person bekommt. Doesn't tell you who does the wounding, Und es wird uns hier nicht gesagt, wer diese Wunde zufügt. but it's wounded Aber es wird hier verwundet and then it resurrects. und dann steht es wieder auf. And when it resurrects, what does it do? Und wenn es wieder aufsteht, was tut es dann? It doesn't tell you in these verses. Es sagt uns das hier nicht in diesen Versen. If you go to other verses, then it does tell you, Wenn man zu anderen Versen geht, dann wird es uns gesagt. but it doesn't tell you in these verses. Aber in diesen Versen wird es uns nicht gesagt. But in Daniel 11, verse 4, it tells you what it does. In Daniel 11, Vers 40 wird es uns gesagt, was getan wird. When the him Wenn er resurrects, wieder aufkommt, what does it do? was tut es? It sends a storm Dann sendet es einen Sturm to whom? gegen wen? To him. Gegen ihn. The north Der Norden sends a storm to him. tut einen Sturm gegen ihn. So we can put that here. Also, wir können das hier markieren. The deadly wound comes here, sends. It's number 8. Die tödliche Wunde wird geheilt, der kommt wieder auf, das ist Nummer 8. And then you would have, Und dann hat man, what would you have here? was würde man hier dann haben? Him. Er. Good. But not only him, Aber nicht nur er. what would you have? Was würde man sonst noch haben?
a storm ein Sturm against gegen him. ihn. That's what's missing in Revelation. Und das ist, was in Offenbarung wir nicht haben, You bring the things down. wenn man diese Dinge hier runterbringt. Question. Yes. So the king does nothing, the storm does it for the king. The king does nothing, the storm does it. Also der König tut nichts, der Sturm tut es für ihn. So in the part A, In Teil A, the king der König, pushes. der pusht so. In the part B, Und in Teil B the king comes kommt der König to him zu ihm like a storm. wie ein Sturm. Because it's, as you would say, if we were just taking the symbols as they are, the storm would do the work. Also wie wenn wir die Symbole jetzt nur so nehmen, wie sie geschrieben sind, dann wäre es der Sturm, der die Arbeit tut. In A, In Teil A, what is the south doing? was tut denn der Süden? It's got a helmet on, Es hat einen Helm auf, perhaps, vielleicht, with two horns, mit zwei Hörnern bends over and thrusts him, und tut sich darauf so beugen und stoßt ihn an giving a wound. und tut hier ihn verwunden. And now the north Und jetzt kommt der Norden, becomes like a storm wird wie ein Sturm werden, that charges at this him. der gegen ihn losgeht. So the north itself becomes the storm. Also der Norden selber wird dieser Sturm. Do we know a verse that, or at least a chapter that does that? Kennen wir einen Vers bzw. ein Kapitel, der das sagt? Does anybody know? Fred? Anybody else know? Besides us? Kennt es irgendjemand außer uns noch? It's like a Bible quiz. Es ist wie ein Bibelquiz. Us against the Zoom people. Uns gegen die Always Leute hinzu. against the new world. The old world against the new world. Die alte Welt gegen die neue Welt. And the answer is? Ähm, Oh, you said? oh, did I say that? Oh, I thought you said. No, I didn't say Oh, I thought we had the answer. that. I dachte, wir hatten die Antwort. Sister Tamina said Isaiah 28. Schwester Tamina hat gesagt, Jesaja 28. Here, Hier God has a mighty strong one, hat Gott einen mächtigen, starken, like wie a whirlwind or a storm that comes and sweeps you away. ein Wirbelwind, wie ein Sturm, der kommt und dich wegfegt. Sister Esther will give us the verse. Schwester Esther gibt uns den Vers. Yeah, Isaiah 28. Jesaja 28. Yeah. No, not Sister Tamina. Sister Esther will find the verse for us. Oh no. Look around verse 2 or 3 at the beginning, not the end. Am Anfang, nicht am Ende. Which verse? 2. Verse 2. Vers 2. What's the symbol? Und was ist das Symbol? A mighty Ein mächtiger, starken, flood, I think it will say. Yes, flood. It says a mighty flood. mächtige Flut. So we have precedents to see this. Also wir haben hier Hinweise, dass wir das sehen können. So it's him, Also es ist the power, die Macht, but it also is who? aber wer ist er noch? Who else is it? Wer ist er noch? It's the same person, remember. Kennt ihr euch daran erinnern, es ist die gleiche Person? That him is this one. Ist dieser hier. Who else is he? Wer ist es denn noch? Which one? King of the North. Der König des Nordens. No application, it's in the verse. Keine Anwendung, es ist im Vers. If we're going to do this, Wenn wir das tun, then what do we have to do? was müssen wir denn dann noch tun? How many hymns do you have? Wie viele Hymns hat man denn? Also seine What is hymns? Hymns. Hymn. How many Oh, yeah, hymns do okay. you have? Not song hymns. Also jetzt nicht Hymns, dieses Lieder, sondern wie häufig kommt How many hymns do we have? People say 3 or 1. 2. 2. We have 2 hymns. Wir haben 2. We have this one Wir haben diesen hier and this one. und das hier. They're different. Und sie sind unterschiedlich. One power, Eine Macht. him and King of the North. Er und König des Nordens. We'll take this out Wir nehmen das heraus. and put what instead? Und was tut man da eigentlich? Ist ja. Excellent. Equal sign. Ist gleich. So this is how we've approached this verse. Und so sind wir an diesen Vers herangegangen. I want us to see the strength of what we have done. Aber ich möchte, dass wir sehen,
wie stark das ist, was wir getan haben. This is not just guesswork. Das ist nicht einfach nur Rat. This is using Miller's rules Das ist, wenn man William Millers Regeln benutzt, that have been, I'll say, empowered. wo ich jetzt sage, dass sie bekräftigt wurden. We're using his rules in a very sophisticated way, in the way that he would not use, I don't think. Wir benutzen seine Regeln in einer sehr ausgeklügelten Art und Weise, in einer Art und Weise, wo ich denke, dass er sie nicht benutzen würde. It's all in Revelation. Es ist alles in der Offenbarung. Revelation is going to explain Daniel. Offenbarung erklärt er den Daniel. Is that what it's supposed to do? Ist es das, was es tun soll? Was Revelation supposed to explain Daniel? War Offenbarung dazu gedacht, Daniel zu erklären? Yes or no? Ja oder nein? Repeated lunch, It's yes. the open book. Yes, Ja, because the revelation denn die Offenbarung is, ist you said, Unsealed. no, you said, Open. it's an open book. ein offenes Buch. And Daniel is Und Daniel ist a sealed or closed book. ein versiegeltes oder zues Buch. What does it say? What's the name Was ist denn der Name of the last book? des letzten Buches? Revelation. Offenbarung. To reveal. Also etwas zu offenbaren. What was that book supposed to reveal? Was sollte denn dieses Buch offenbaren? Secrets of Daniel. The secrets of Daniel. Die Good. Geheimnisse von Daniel. Daniel is sealed. Daniel ist versiegelt Revelation opens it. und Offenbarung öffnet es dann. So if we leave it just there, that's a simplistic perspective. Also wenn wir es einfach dann so belassen, ist eine einfache Perspektive. That's what we've done. Das ist, was wir getan haben. We have these verses. Wir haben diese Verse. We did quite a lot of work here Wir haben hier ziemlich viel Arbeit angemacht, to prove um zu beweisen, that Revelation 12, 13, and 17 are all the same. dass Offenbarung 12, 13 und 17 alles gleiche ist. And so the Millerites, Und die Generiten, even though they say pagan Rome, and papal Rome, auch wenn die Generiten sagen, heilische Rom, päpstliche und nochmal päpstliche Rom, we can say that they're the same power. können wir sagen, es ist die gleiche Macht. And when we do that, Und wenn wir das tun, we would say they're all state. dann würden wir sagen, es ist alles eine Staatsmacht. And then we say Und dann sagen wir, a head is the beast. dass dieser Kopf das Tier ist. And we have sit, sleep, sit, sit. Und was wir hier haben, ist sitzen, schlafen, sitzen und nochmal sitzen. And who's doing all of that? Und wer tut das alles? Who's doing the sitting and the sleeping? Wer tut denn das Sitzen und dieses Schlafen? The woman. Die Frau. Revelation 17. Offenbarung 17. So I'll show you a woman. Sagt, ich zeige dir eine Frau. And she's identified on the chart. Und sie wird auf dieser Karte identifiziert. Her name is Mystery Babylon. Und ihr Name ist Geheimnis Babylon. Revelation Offenbarung 17, verse 5. 17, Vers 5. She's the mother of harlots, Ist die Mutter der Huren. which means she has daughters. Welches bedeutet, dass sie Töchter hat. And then it's not that hard to show that this woman is a symbol of a church. Und es ist nicht so schwer zu zeigen, dass die Frau ein Symbol einer Gemeinde ist. That's why Ellen White can say Und das ist, warum Ellen White sagen kann, in 4SP 276, in 4SP 276, it's state and papacy. dass es der Staat und das Papsttum ist. She's merging the woman and the beast together. Denn sie verschmilzt diese Frau mit diesem Tier. And we don't want to merge things, we want to pull them apart Und wir möchten Dinge nicht verschmelzen, sondern wir möchten sie in auseinanderziehen, order to understand them, um sie dann verstehen zu können. which is what 17 does. Das ist, was Kapitel 17 für uns tut. Then Dann, we see that Revelation wir sehen dann, dass die Offenbarung shines a torch or a light on verse 40 ein Licht auf Vers 40 uns gibt. and does what? Und was tut? Reveals. Und es offenbart. The south Der Süden does something to him. tut etwas gegen ihn oder mit ihm. The him Und dieses ihm is a person who receives all of this. ist die Person, die all das hier erhält. Death. Tod. But this is one power. Aber das ist eine Macht. Was there any application to prove this? Gab es da eine Anwendung, um dies zu beweisen? None. Nein. We don't even know who that power is. Wir wissen noch nicht mal, was diese Macht It ist. doesn't tell us. Das wird uns nicht gesagt. It doesn't need to. Es muss das auch nicht tun. We need to know that it's one power. Wir müssen sehen, dass es eine Macht ist. You die, Wenn man stirbt you come alive. und dann wird man wieder lebendig. It doesn't tell you what Und es sagt uns hier nicht in was. 17. In 17.
It doesn't tell you how you die. Es sagt uns hier nicht, wie man stirbt. 13 does that. 13 macht das. But all of Revelation doesn't tell you who killed you. Aber das ganze Kapitel 13 sagt uns nicht, wer ihn getötet hat. And then all of Revelation Und die ganze Offenbarung doesn't tell you what happens when you resurrect. sagt uns nicht, was passiert, wenn man wieder aufersteht. So, Also, if we take the one power and bring it to 11:40, wenn man diese eine Macht nimmt und dann sie auf Daniel Vers 40 legt, the one who receives the wound is the power. diejenige, die die Wunde erhält, ist die Macht. That must be him. Das muss er sein. Then the next part of the verse Und der nächste Teil des Vers, says the king of the north der König des Nordens, is going to do something horrible to him. das ist, dass der König des Nordens etwas Schlimmes gegen ihn tut. And the wording indicates Und die Wortwahl weist darauf hin, it goes from bad, dass von schlimm, this arrow, dieser Fall, to Worst. worse, this arrow. doch zu diesem Fall, wo es noch schlimmer ist. Geht. So this is a small arrow, Also dies ist ein kleiner Pfeil and this is a big one. und das ist ein großer Pfeil. It gets worse. Hier wird es schlimmer. A whirlwind is worse than a push. Also dieser Wirbelsturm ist schlimmer als dieses Pushen. And what was the push? Und was war denn dieses Pushen? It was a big puncture wound Es war wie eine punktuelle Wunde or a scratch oder einen großen Kratzer or a bite, oder ein Biss. but it was deadly. Und es war tödlich. I want to go with Sister Alyssa's answer that it's this horn that punctures you and gores you. Also es ist wie diese Hörner, die dich durchstechen. If this Und das hier, was smaller than this kleiner war als das hier, and this killed you, und das hat dich getötet, what do you think this will do? dann, was denkt ihr, würde das denn tun? Complete annihilation, destroy. Würde dich komplett zerstören. So we'll say death and we'll say destroy. Also wir sagen hier Tod und Zerstörung. If you destroy someone and it's worse than death, Also wenn jemand dich zerstört und es ist schlimmer als der Tod, we'll just say it is death. dann sagen wir einfach, es ist der Tod. But this one is not dying, this one is Aber das hier ist nicht der Tod, is sondern resurrecting, the power is resurrecting. dass die Macht wieder aufersteht. So Also the one power diese eine Macht cannot be him, kann nicht er sein, has to be the north. es muss der Norden sein. So in part B, Also im Teil B the power is the north. In part A, the power is the him. ist die Macht der König des Nordens und im Teil A ist die Macht das ihm. So him one is north. Also der R1 ist der Norden. When we do that, Und wenn wir das tun, then what have we created? dann was haben wir kreiert? Chiasm. Ein Chiasmus. We've got three pieces of information. Wir haben 3 Informationsteile. We know the south. Wir wissen den Süden. We know who him is. Wir wissen, wer er ist. Who's him? Wer ist er? North. König des We've Nordens. proven it here. Wir haben es hier bewiesen. What's that? Hier. North. Good. So we've got three pieces of information. Wir haben hier 3 Teile, 3 Informationen. We didn't guess them. Wir haben sie nicht erraten. We've worked them out. Wir haben sie herausgearbeitet. Who's him two? Wer ist denn R Nummer 2? You don't know. Du weißt es You nicht. don't know who he's attacking when he wakes up. Du weißt ja nicht, wen er attackiert, wenn er aufwacht. How do we find out? Woher wissen wir das denn? Chiasm. Through the chiasm. Durch den Chiasmus. So the chiasm is a very powerful structure Also der Chiasmus ist eine sehr mächtige Struktur. because what does it allow you to do? Denn was erlaubt es uns zu tun? Find Es hilft uns, missing information. die fehlende Information zu finden. It has to balance, Es muss hier ja ausgeglichen sein. so this has to be A. Also muss dies das A sein. Put it in blue. Also ich markiere es jetzt hier in blau. So that question mark Also die Frage ist, has to be A. also die Frage wäre dann dieses A. Fragezeichen ist das A. So now we can go back into the verse Jetzt können wir wieder zurück in diesen Vers gehen and say that the him too is the king of the south. und sagen, dieser R2 wäre der König des Südens. So as it stood, So wie es gestanden we had ist, three entities, hatten wir 3 Einheiten. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
But then we found out Aber dann haben wir that herausgefunden, the one power dass diese eine Macht, was the him one and the north. dass es er war und der König des Nordens. So then you've got 1, Also hatten wir dann 1, 2, 2, 3. 3. But with the chiasm, Aber durch den we Chiasmus find out him 2 is the south. sehen wir, dass dieser R2 der König des Südens ist. So we've only got 2 powers. Also haben wir nur 2 Mächte. This is how we've approached this verse. So sind wir an diesen Vers herangegangen. And I think it's so elegantly simple. Und ich denke, dass es so einfach ist. It has all the properties of being correct. Es hat die ganzen Eigenschaften, dass es richtig ist. As that stands, it's all okay. Und so wie es da jetzt steht, ist alles okay. What do we not know? Und was wissen wir denn nicht? What do we know here in Revelation? Was wissen wir denn hier in der Offenbarung? It dies Es stirbt and und Resurrection. es resurrects. kommt wieder auf. What Number do, 8. sorry? Number 8. And number 8. What do we not know? Was wissen wir denn nicht? What the whirlwind does. In Revelation, what do we not know? In der Offenbarung, was wissen wir denn nicht? What would you want to know? Was würdest du denn wissen wollen? You know it's dead. Du weißt ja, dass es schon tot ist. What do you want to know? Question. When? So Sister Alyssa has given an answer. I just want to focus on here, Also ich möchte mich hier jetzt drauf konzentrieren. and it's not the him of that. Also No. es geht jetzt nicht mehr um dieses ihn, When will that happen? When? sondern wann. That's what you want to know. When he heals. Yes. Who said that? Sister Kathia. And Natalie also says what? Sister Kathia said the question is Die Frage ist, the $1 million question. die 1 Million Euro Frage ist, When? wenn. That's what we want to know. Das ist, wann wir was wissen wollen. And the problem is Und die Frage ist, there's no information in Revelation that tells you when. das Problem ist, da gibt es keine Informationen in Offenbarung wann. But Aber what does Revelation tell you? was erzählt uns denn die Offenbarung? What does it tell you? Was sagt es uns denn? Sorry? It's a 8. Not that bit. Nicht diesen Teil. In Revelation 13, In Offenbarung Kapitel 13. Und es ist das. who? Yeah. Not the who. Also es ist auch nicht das Wer. I mean, some of my questions are a bit oblique, so it's hard. Also einige meiner Fragen sind so gerade heraus, deswegen ist es schwer. In 8 and 11, In 8 und 11 I skipped a bit on the board. habe ich einen Teil übersprungen auf der Tafel. Revelation 17, 8 and 11. Offenbarung 17, Vers 8 und 11. Where it says the beast, Wo es sagt, dass das Tier, what does it say? The beast, das Tier, one word, the beast, das ein Wort, das Tier, Was? the beast was. das Tier, das war. My audio isn't great. My audio isn't great. Oh, Sister Tweed's audio isn't working well. No, that was really Okay, sorry. So we skipped was. It's Also dead. wir haben über dieses war gesprochen. I want to put a word in here. Also ich möchte hier ein Wort einfügen. Was War, what? war was? Was alive. Good. War nicht am Leben. Was alive. Yes. Was alive. What I'm going to, the word is was. Also das Wort war I'm going to put the word in alive. und ich schreibe jetzt hin, wann es am Leben war. In parentheses, if you're reading, it says if the beast was parenthesis alive. Also hier das Tier in Klammern war und dann am Leben. Comma Komma, is not ist nicht what? was. Alive. Is not alive. Ist nicht am Leben. So this would be in parenthesis again. Und das sollte wieder in Klammern sein. Now, in the book of Revelation, Also im Buch der Offenbarung, in 17, Vers 17, pretty sure in 17, Kapitel 17, Entschuldigung. what does it not tell you? Was sagt es uns denn nicht?
Someone says when it was alive. This bit. Is not alive. It doesn't tell you when it dies. Es sagt uns nicht, wann es stirbt. In 17, it doesn't tell you. In 17 sagt es uns das nicht. Not directly. Nicht direkt. You have to go to 13. Man muss zu Kapitel 13 gehen. Revelation 13, it tells you In Kapitel 13 sagt es uns. which verse. In welchem Vers? Which verse are we in that it tells you when it died. Und in welchem Vers wird es uns gesagt, dass es hier eigentlich stirbt? Someone's answered? Okay, maybe it's a hard question. Vielleicht ist es eine schwere Frage. Is it when the next week? What a verse number? Eine Versnummer? Someone says verse 3. Not verse 3. Also es ist nicht Vers 3. I want to know when it dies. Und ich möchte wissen, wann es stirbt. After 42 months. Which verse are you in? In welchem Vers bist du? We go to verse 5. Wir gehen zu Vers 5. So verse 5 says, Und Vers 5 sagt in uns, the English, im Englischen, I want to pick out one word, da möchte ich ein Wort herausheben. continue. Beständig eigentlich oder weitergehen. And I'll pick up another word, power. Und ein weiteres Wort ist Macht. So he is powerful Also er ist mächtig and continues to be powerful und er wird weiterhin mächtig sein. for 42 months. Und zwar für 42 Monate. So if he has power Und wenn er dann Macht hat, for 42 months, für 42 Monate, what happens at the end of the power? was passiert denn am Ende dieser Macht, dieser Monate? The power ceases. Die Macht hört auf. It ceases at the end of 42 months. Es hört an dem Ende der 42 Monate auf. So that power, Und diese Macht, I'm just going to say, is power to live. sage ich einfach nur die Macht zu leben. So it stops having power, it stops living at the end of 42 months. Also es hat Macht zu leben und diese hört nach diesen 42 Monaten auf. So in Revelation, Also in der Offenbarung it tells you when, sagt es uns wann, what? wann was. When alive. It starts. When it, Wann When it ist comes to life. no, it didn't tell you when it came to life. It's when it's It starts. killed. When it's killed, wenn es getötet wird, when it dies, wenn es getötet wird. it said this. Sagt das. It said it was alive, Es war am Leben, power, Macht, for how long? für wie lange? 42 months. Für 42 Then you Monate. see also the birth. Not the birth here. Nicht die Geburt hier, Because what happens at the end of 42? denn was passiert denn am Ende der 42 Monate? Deadly wound. It dies. Es stirbt. You don't need to go to any history, any application. Man muss zu keiner Geschichte gehen und keiner Anwendung. You want to know what 42 months is, of course. Du willst natürlich wissen, was die 42 Minuten But sind. it dies here. Monate, Entschuldigung. Es sind Minutes. It dies here. Es stirbt hier And then, und dann in the future, in der Zukunft it does what? tut es was. Resurrected. Resurrects. Es kommt wieder hoch. I'll put ascend. Und ich markiere hier Wiederauferstehung oder Hochkommen. And this, Und das hier, we have the date. da haben wir das Datum. Oder ja, End of 42 months. das Ende der 42 Monate. Now you need to get some extra information to know the dates, but it's easy now. Wir brauchen natürlich ein bisschen mehr Informationen, um die Daten genau zu wissen, aber es ist einfach von hier an. It doesn't tell you when it ascends. Es sagt uns nicht, wann es wieder aufkommt. There's no way of knowing Man kann es einfach nicht wissen in Revelation. in der Offenbarung. But Aber when you go to the Daniel version, wenn man zu der Version von Daniel geht, now what does it say? was sagt es dann jetzt? Now this dying Nun dieses Töten oder Sterben is what point? ist welcher Teil? What's the title or of that point? It doesn't say
die. Es sagt hier nicht, dass es stirbt, aber wie wird es da in Daniel genannt? It says time of the end. Das heißt jetzt Zeit des Endes. So now we can lock in these two. Also können wir diese zwei hier einlochen sozusagen, festhalten. Now it's not so straightforward Und es ist nicht so gerade heraus, to work out what that event is, was dieses Ereignis hier ist, but we're just going to say aber wir werden jetzt einfach sagen, in the book of Daniel you can also find that. auch im Buch Daniel kann man das finden, was das You ist. can work it out. Man kann es herausfinden. It's not too difficult. Es ist nicht zu schwer. Someone says? Jemand sagt, please repeat the point of how you tie dying to time of the end. We tied in dying and time of the end, Wir haben jetzt diese Sterben mit Zeit des Endes verbunden, not through any word, nicht unbedingt jetzt, indem wir Worte verbunden haben, but because these verses aber weil diese Verse are an explanation of this verse. eine Erklärung von diesem Vers sind These verses reveal this und verse, diese Verse offenbaren diesen Vers, Revelation, the sealed book. Offenbarung erklärt dieses versiegelte Buch, Repeat and enlarge. Wiederholung und Erweiterung. The word here, push, Und das Wort hier zu pushen, we already agreed was a deadly wound. haben wir bereits darüber eingestimmt, dass es eine tödliche Wunde war. So if the wound here is the death, Also wenn diese Wunde hier der Tod ist, and then this therefore must be und das hier muss dann not time of the end, nicht die Zeit des Endes sein, but what? aber dann was? H, H, 50-55, 50-55. which is Welches push, ist zu pushen? which is Welches ist gore. dieses Durchbohren? When do you gore? When do you push? Wann tut denn dieses Pushen, dieses Durchbohren? Tells you in the verse, Es sagt uns das hier in diesem Vers, at the time of the end, Zeit des Endes. which is Welches ist a date. ein Datum. That's why I put time of the end. Und das ist, warum ich hier Zeit des Who Endes asked that markiert habe. question? Brother Curtis, have I answered your question? Bruder Curtis, habe ich deine Frage beantwortet. We went from die to push to gore, and when it happened. Also wir sind We went from die von töten, also sterben, sind wir In- zum Pushen gegangen und in durchbohren. Revelation In Offenbarung, to push zum Pushen in Daniel. in Daniel. We looked at the word, it means to gore. Und da haben wir gesagt, dass dieses Wort durchstechen bedeutet. I'm going to say means to kill, Und ich sage, es bedeutet zu töten. and it tells you when it's going to happen. Und dann wird es uns sagen, wann es passiert. In Revelation, it tells you what's going to happen. In der Offenbarung sagt es uns, wann es passiert. What's the date? Was ist das Datum? The end of 42 months. Das Ende der 42 Monate. When's the date? Und wann ist das Datum? The time of the end. Zur Zeit des Endes. It happened. You said it happened. Good. I want to remind us, Ich möchte uns daran erinnern, in Revelation, dass in der Offenbarung this date dieses Datum, is what? was jetzt I'll give you a choice. ich gebe euch eine Auswahl. Beginning or Anfang end? oder Ende. Is it the beginning or the end? Ist es der Anfang oder das Ende? This date. Dieses Datum. Because he Beginning dies. from end. Not because he dies. Das Ende nicht, weil er stirbt. Timing. Das ist die Zeit. Beginning of the end. Not the beginning of the end. No, can't do that. A couple people said beginning. Verse 5. Vers 5. He's going to continue Geht weiter for 42 months. für 42 Monate And then what? und dann It ends. Then it ends. endet es. So this is the beginning or the end. Also ist das der Anfang oder das Ende? The end of Das ist das Ende. It's life. So 42 months. the end of 42 months. Good. Ende der 42 The Monate. end of his life. Das Ende seines Lebens. Now Nun, I want to say the end of the 42 months. das Ende der 42 Monate. So Also, we'll draw it this way. markieren wir es jetzt folgender Art und Weise. It ends here. Es endet hier. Now in Daniel, Und nun in Daniel, time of the end is what? die Zeit des Endes ist was? Beginning or end? Das Anfang oder das Okay, we Ende? already have the answer. Wir haben bereits schon die Antwort. So the time of the end Die Zeit des Endes is not the end of anything. ist nicht das Ende von It's irgendetwas. the beginning Es ist das Anfang
In Daniel, In Daniel it's the beginning of the end. ist es das Anfang vom Ende. And in Revelation, Und in Offenbarung, it's the end of his life or the end of his supremacy. da ist es das Ende von seinem Leben oder seiner Vorherrschaft. I think we've run out of time. Ich denke, die Zeit ist schon vorbei. If the moderator can just confirm. Ja, das ist nicht schick, oder? Yeah, so Elder Shaqueta, if you can just confirm if we need to finish. So I'm going to assume we are, just let me know. I'm just going to do a summary. Okay, ich mache jetzt eine. So what we've done Also was wir getan haben in today's classes, in heute im Unterricht, I've tried to explain the movement's position of Daniel 11 verse 40. ich habe die Position, die Bewegung über Daniel 11, Vers 40 einnimmt, versucht zu erklären. It was given to us in the magazine called The Time of the End. Es wurde uns in diesem Magazin Zeit des Endes gegeben. The way it's explained in that book, Die Art und Weise, wie es in diesem Buch erklärt ist, I don't think it's explained in this kind of detail. da glaube ich nicht, dass es in diesen Art des Details erzählt wurde. What I mean by that saying is not that it's not detailed, it's just explained in a different way. Ich sage jetzt nicht, dass es nicht detailliert erklärt wurde, es ist einfach nur nicht in dieser Art und Weise erklärt What worden. I wanted us to see Was ich sehen möchte, dass wir sehen, is that we've gone into the book of Revelation to explain the book of Daniel. ist, dass wir in das Buch Offenbarung gegangen, um das Buch Daniel zu erklären. Without guesswork. Without any guesswork, Ohne irgendein Ratewerk. and also Und auch without any application. ohne irgendwelche Anwendungen. Now, I put this here Also ich habe das hier genommen, because that's what we teach, ich habe das hier geschrieben, weil das lehren wir. and that shouldn't be in black. Und das sollte nicht in schwarz sein. It should be in a different color Es sollte in einer anderen Farbe sein. because you don't know any of that. Denn du weißt ja all das nicht. Everything that's here Alles, was hier ist, is no application. ist keine Anwendung. No application. Keine Anwendung. If you ignore that, Wenn man das hier ignoriert, none of this is application. nichts von dem hier ist Anwendung. It's all original intent. Ist alles der ursprüngliche Original meaning. All of this, All das hier, none of that is application. auch davon ist nichts eine Anwendung. So what we can prove Also was wir dann jetzt beweisen by können, using repeat and enlarge, indem wir Wiederholungen und Erweiterungen benutzen, allowing Revelation to explain Daniel, ist, dass wir der Offenbarung erlauben, Daniel zu erklären, is that you don't have three parties, ist, dass man keine drei Einheiten hat, you only have two. sondern nur zwei. The verse is split into two parts, Der Vers wird in zwei Teile zerteilt. and it's a perfect repeat and enlarge. Das ist eine perfekte Wiederholung und Erweiterung. You have party one Wir haben hier Einheit 1, coming against party two, das gegen die Einheit 2 geht. and then you have party one Und dann, wenn man die Einheit 1 hat, coming against party two. die geht gegen die zweite Einheit ein. Here and here, it's repeat and enlarge. Hier und hier, das ist Wiederholung und Erweiterung. But what we notice Aber was wir dann merken, from here, von hier an, that we've got the story of one power, dass wir die Geschichte von einer Macht haben. and therefore this is the story of one power, Und dafür ist auch dies eine Geschichte einer Macht. and you know the power is him. Und man weiß, dass diese Macht er ist. And once you know that, Und wenn man das dann weiß, when you go back to wenn Revelation, man zurück zur Offenbarung it geht, explains this dynamic, dann erklärt es diese Dynamik hier. and therefore you know Und deswegen weiß man, that the person who's healed dass diese Person, die geheilt wurde, is whom? ist wer? What's missing here? Was fehlt denn hier? King of the North. Der König des Nordens. It's the King of the North that's healed. Das ist der König des Nordens, der geheilt wird. So therefore you know the King of the North is that same power. Also deswegen wissen wir, dass dieser König des Nordens die gleiche Macht ist. And therefore, Und deswegen it's not this simplistic repeat and enlarge. ist es nicht diese einfache Wiederholung und It's a Erweiterung. unique form of repeat and enlarge, which we call chiasm. Es ist eine sehr einzigartige Wiederholung und Erweiterung, welches wir einen Chiasmus nennen. And what can we not prove here? Und was können wir nicht hier beweisen? Who him is. Wer er ist. Can't prove who he is. Wir können nicht beweisen, wer er ist.
But the chiasm does the work for us. Aber der Chiasmus tut dieses Werk für uns. The balancing Also das Ausbalancieren proves bezeugt, that the him too dass dieses zweite R is the king of the south. der König des Südens ist. And therefore, this Und deswegen needs to be changed muss das geändert werden, by swapping these around. indem wir diese umwechseln. And if we're going to do that, Und wenn wir das tun, what we need to consider, was wir dann betrachten oder mit Without einbeziehen müssen, any application, ohne irgendwelche Anwendung, 2 dash. 2 mit einem Strich. We know the 2 is the 2. Wir wissen, die 2 ist 2. This would be the him 1. Das wäre jetzt dieses R1 This would be und das wäre R No, the king. im king of the north. König des Nordens. But we know, Aber wir wissen, based upon this, basierend auf dem, that this one dass dieser and this one, und dieser, even though they're the same, auch wenn sie dasselbe they're sind, not the same. dass sie nicht dasselbe sind. Bible verse. Bibelvers. Revelation, Offenbarung, no. 1 Corinthians 1. Korinther 15, 15 and we'll do verse 46. und wir haben hier Vers 46. But we will also want to look at a few verses before, Aber wir wollen auch ein paar Verse zuvor betrachten. because what we want to see, Denn was wir sehen wollen, even though they're both number 2, auch wenn sie beide Nummer 2 sind, they are not the same. so sind sie dennoch nicht das gleiche. 2 and 2 dash are not the same. 2 und 2 Dash sind nicht das gleiche. Spiritual, natural. Good. 2 2 is the natural, ist das Natürliche 2 dash is the spiritual. und dieses 2 mit dem Strich ist das Geistige. We can explain it another way. Und wir können es auch in einer anderen Art und Weise erklären. Verse 41. Vers 41. Which word do we want to look at? Welches Wort suchen wir? Another, maybe. The word glory. Das Wort Glanz. They have different glories. Sie haben unterschiedlichen Glanz. This one has glory, Das hier hat Glanz, the moon. der Mond. Which one has the most glory? Und welcher hat die meiste Glanz? The sun. Die Sonne. So we see that it's more glorious here. Also wir sehen hier, dass es noch herrlicher ist. So Also, if this wenn das hier is a spiritual manifestation of this, eine geistige Manifestierung von dem hier ist, no applications, keine Anwendungen, no guesswork, just methodology. keine Ratewerk, alles nur Methode, If 2 dash dann wäre 2 Strichlein is a spiritual of 2, ist eine geistige spiritual of 2, I just said the spiritual of 2. dann wäre das die Geistige von 2. What I'm going to do is this, Und was ich dann tun werde, ist das hier. and you're going to be forced to answer this Und jetzt correctly. werdet ihr gezwungen, das richtig zu beantworten. What's this? Was Hier. ist das denn hier? 1546. What was number 2 here? Was war denn Nummer 2 hier? Word. Natural. Natural. Good. Das war das Natürliche. I'm going to put literal if you allow me to do that. Also ich werde hier das Buchstäbliche jetzt markieren. Above the line is literal, below the line is. Spiritual. Über der Linie ist das Buchstäbliche und unter der Linie ist das Geistliche. So, Also is 2 dash the same as 2? ist 2 Strichlein das gleiche wie 2. No, Nein, they're different. sie sind unterschiedlich. We call this, Wir nennen das, what did we used to call this? was nennen wir das? Natural. No, now make an application. So I got papacy and papacy, and we don't just do that. That was called King of Also the das south. wurde genannt. Jetzt mache ich eine Anwendung. Papacy. Das papal Rome. Das päpstliche Rom. What do we call this? Und wie haben wir das genannt? What's the term that the movement used to use? Und was ist das? When it resurrects. Wie hat die Bewegung das genannt, wenn es wieder What aufkommt? do we call Rome when it resurrected? Modern. Modern Rome, Naturally, it's pagan Rome. not pagan Rome. Most people say modern Rome. Modern Rome, good. So the literal would be papal Rome, the spiritual would be, we would call it modern Rome. We recognize they're different. Also das Buchstäbliche wäre das Rom, also päpstliche Rom und die Anwendung wäre dann das moderne Rom.
Forget all of that. Vergesst all das. I'm not worried about application. Mir geht es nicht um die Anwendung. If we knew Wenn wir wissen würden, that this was literal and spiritual, dass dies buchstäblich und geistlich wäre, and we gave it 2 names, und wir geben diese 2 Namen, what we should have done, was wir hätten tun we're sollen, going to prove something. What we should have done if we want to prove something wenn wir etwas tun wollen, wenn wir es beweisen wollen, is use this methodology. ist, dass wir diese Methode benutzen Because sollen. what does that mean? Was bedeutet das? We fixed number 2s. Wenn wir fixe 2 Now haben, what do we have to do? was müssen wir dann jetzt tun? That's goes one. We have to deal with the ones. Wir müssen auch die Einsen. What do we know? Was wissen wir denn? That this Das hier cannot be kann nicht the same as this one. das gleiche sein wie das hier. It cannot be. Das kann das einfach nicht sein. We know what this was. Wir wissen, was das war. Some power. Irgendeine Macht. Therefore, this had to be another power. Und dann wussten wir, dass das eine weitere Macht sein muss. And the problem is, Und das Problem when ist, we explain this wenn wir dies erklären in the past, in der Vergangenheit, without using proper methodology, ohne richtige Methode, we just said dann sagen einfach France, Frankreich, Soviet Union, die Sowjetunion, atheism, atheism. Atheismus, Atheismus. It's a weak argument. Das ist ein sehr schwaches Argument. Then we try to use history. Dann versuchen wir die Geschichte zu 1848, 1848, the year of revolutions. das Jahr der Revolution, Then the Bolshevik Revolution. dann die bolschewistische Communism. Revolution, Kommunismus. All of these are not good arguments. All das sind keine guten Argumente. That's like you and me arguing what the bark of the beast is. Es ist so, als würden wir darüber diskutieren, wie das Mahlzeit des Tieres ist. Is it Sunday? Ist es der Sonntag, A microchip? ein Mikrochip, A pandemic vaccine? eine Pandemie und eine Impfung? Who has any idea what it means? Und hat irgendjemand eine Ahnung, was es bedeutet? You can't do application to prove things or disprove them. Man kann nicht von Anwendung zu Anwendung gehen, um etwas zu beweisen oder nicht zu beweisen. Should have begun here. Es hätte hier beginnen sollen, That we know dass wir wissen, that this hymn dass dieses could never have been the same as the first one. niemals das gleiche sein wie das erste. It had to have been different. Es musste anders sein. And we never approached it that way, Und wir sind so nie an die Sache herangegangen. properly. In der richtigen Art und Weise. So, in our study tomorrow, In unserem Studium morgen we'll recap werden wir nochmal wiederholen and we'll move on a little bit further in our study. und wir gehen dann in unserem Studium etwas weiter. If you have any questions, Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, please, I don't know who you would email, I guess the moderator, ich denke, ihr werdet dem Moderator einfach schreiben Elder Chiquetta, and then she'll pass your questions on to us overnight. und dann wird sie unsere Fragen über die Nacht hindurch an uns weitergeben. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercy. We ask and pray that you guide, direct, and bless us. Lieber Heiland, wir danken dir für deine Güte. Wir bitten dich, dass du uns leitest und dirigierst. Shield and strengthen us, we pray in Jesus' name. Und bitte gib uns wieder Kraft in Jesu Namen. Amen. Amen.